Herzlich willkommen bei Hauptsache weg. Mein Name ist Maria und Marco. Wir sind jetzt schon in Italien. wir sind jetzt schon in Südtirol. Die Fahrt war für mich der absolute Horror. Ja, wir haben ja schon in dem Video davor, das können wir oben mal einblenden, haben wir ja schon gesagt, dass wir mit unserem Zugfahrzeug extreme Probleme hatten. Wir sind jetzt halt echt wirklich komplett voll beladen. Das Auto ist ziemlich an der Grenze. Also unser Auto sieht von außen aus wie so ein starker Transporter und in Wirklichkeit versteckt sich innen drin jetzt gerade ein ganz schwacher Trabi. So haben wir unseren Wohnwagen gezogen und ich muss echt sagen, dass der Marco alles gegeben hat. Also ich habe so eine Angst gehabt über den Brenner. Wir sind da teilweise im 3. oder im 2. Gang hochgefahren. Ich habe schon Angst, wie wir wieder zurückkommen tatsächlich, ob wir den Berg überhaupt schaffen. Ja, wir müssen. Denn dieser Campingplatz, auf dem wir hier sind, das ist nur ein Durchreise-Campingplatz. Den haben wir jetzt nur gewählt, damit wir nicht die komplette Fahrt durchfahren müssen. Ich hatte eigentlich 2 Campingplätze davor noch gebucht. Wir wollten eine ganz entspannte Reise von Sachsen nach Italien. Wir haben ja früher in Bayern gewohnt, da sind wir über Nacht nach Italien gefahren. Das kann man jetzt natürlich nicht mehr, weil wir einfach so einen Zeitdruck hatten. Wir sind ja 3 oder 2 Tage später los, weil wir das Auto erst später bekommen haben. Man kann sich selber keinen Plan machen. Man muss sich dem fügen, was für einen bestimmt ist. Und es ist unglaublich schon wieder in dieser Situation. Ich bin einfach ratlos. Und ich wollte es eigentlich so einfach wie möglich für uns machen, indem wir nach Italien fahren und ganz viele Zwischenstopps haben. Nein, unser Auto ist sehr spät fertig geworden heute zum Montag aus der Werkstatt. Ich bin ein bisschen sauer. Die Anhängerkupplung wurde gemacht, ja, aber sie wurde komplett eingefettet. Das bedeutet, ich darf die jetzt noch abends um 10, bevor wir losfahren, komplett entfetten. Was soll man machen? Das Leben ist, wie es ist. Und man muss schauen, wie man sich dem fügt und wie man das Beste draus macht. Wir freuen uns mega auf Italien. Wir haben jetzt schon 2 Campingplätze absagen müssen, weil wir einfach verspätet losfahren. Ich habe noch nicht so richtig Vertrauen in das Auto. Das ist der, den wir fest gebucht haben, den wir jetzt einen Tag später... Das ist der Löwen-Campingplatz, ne? Löwenhof. Campingplatz Löwenhof. Also ich kann den nur empfehlen, der ist echt super. Der liegt auch sehr nah am Brenner und du kannst ja halt optimal direkt über die italienische Autobahn dann weiterfahren zum Gardasee. Genau. Also wir haben den Brenner haben wir knapp überlebt. Also ich war total fertig mit den Nerven. Wir sind gestern hier angekommen, haben kurz aufgebaut. Trotz der großen Baustelle, die sie da ja hatten. Und ich muss trotzdem sagen, Brenner hin oder her, es ist gigantisch, was da die Österreicher gebaut haben. Und auch für einen relativ günstigen Preis. Was hast du bezahlt? Ich habe jetzt für die Maut, also für die Vignette und für die Mautstraße 22 € bezahlt insgesamt. Also wir haben eine Tagesvignette bekommen. Ich habe eine Tagesvignette bezahlt. Und aber eben dafür, dass du ruckzuck durch Österreich durch bist. Und es ist wirklich eine Augenweide, muss man echt sagen, dieser Pass. Auch wenn er dem Auto alles abverlangt. Aber nichts für schwache Nerven und vor allem nichts mit Müttern, mit sehr viel Emotion. Ja. Also so sieht es aktuell bei uns aus. Wir haben jetzt hier direkt gleich vorne an der Schranke einen Stellplatz bekommen, weil unser Wohnwagen doch so relativ groß ist. Also wir haben jetzt da aufgebaut, ganz normal unseren Tisch, unsere Stühle. Also hier noch Kinderwagen, alles. Ja. Morgen geht es ja direkt weiter. Genau. Also es sind jetzt noch 2 Nächte hier. Nee, eine Nacht. Nein, 2 Nächte waren wir jetzt hier. Also das ist jetzt die erste Nacht, sind wir um 8 schon ins Bett gegangen, weil wir einfach so fertig waren. Und deswegen sieht es gerade aktuell hier so aus, weil wir lassen das alles so und wir fahren morgen endlich zum Gardasee. Und ich bin schon ganz aufgeregt, ich war noch nie am Gardasee, ich freue mich mega drauf. Aber wir haben jetzt auch schon über Instagram mitbekommen, dass eine ganze Menge von euch da draußen am Gardasee sind und sich dort rumtreiben und da bin ich echt mal gespannt. Und vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen von euch dort. Ja, cool. Hier ist jetzt aktuell noch das Vorzelt drauf. Wir haben ja eine Vigo und dann haben wir diese einzelnen Planen hier. Apropos diese Kleiderbeutel, die habe ich bei diesem Laden geholt hier.
Jede Person von uns durfte nur einen Beutel mitnehmen, damit wir das alles ordentlich spazieren können hier bei uns im Wohnwagen. Das wird auch dementsprechend dann so passieren. Aber jetzt aktuell sind noch die ganzen Sachen, die wir dann eigentlich in Vorzelt bauen, hier drinne. Ja, Betten sind auch gemacht und hier sind auch noch ein paar Sachen, die Kulturtaschen, die wir tagsüber hier lassen. Das Besondere an dem Campingplatz ist, es ist halt so ein klassischer Durchreise-Campingplatz, wie man es halt so kennt, wegen der Nähe zur Autobahn. Aber das Coole ist, dass du halt den Komfort der Hotelgäste quasi mitnutzen kannst. Ein Tag Campingplatz Löwenhof und dann morgen die Abreise zum Campingplatz Piani di Clodia. Wow, das sieht ja geil aus. Das ist übrigens ein Geräusch, wo man denkt, dass nachts es einfach stark regnet. Es ist so ein beruhigendes Geräusch, das haben wir eigentlich den ganzen Tag hier an diesem Stellplatz. Wow, und das Wasser ist so übelst klar, ey. Also als Zwischenstopp kann ich diesen Campingplatz echt empfehlen, weil der total einfach gehalten ist. Du hast unkomplizierte Anreise, du hast einen super Ausblick, du hast kleinen Lidl um die Ecke, da kannst du hinlaufen. Und auch die Abreise ist sehr unkompliziert, da du hier keine Chips hast, keine Karten hast. Du bezahlst einfach schon vorab und kannst dann einfach am nächsten oder übernächsten Tag abreisen. Wenn man den Campingplatz Löwenhof bucht über die Website, dann steht immer nur da, dass du mindestens 3 Nächte buchen musst. Und genau das habe ich ja getan. Dadurch, dass wir erst später weggefahren sind, habe ich gesagt, dass wir leider nicht an dem Tag anreisen können. Und da haben sie mir von alleine angeboten, dass wir eben nur 2 Nächte bleiben, also einen Tag später. Hier sind auch Urlauber, die über Nacht einfach das Zelt aufschlagen und die dann den nächsten Tag wieder abreisen. Also es ist wirklich ein Durchfahrtscampingplatz, aber wunderschön gelegen. Das Gute ist, du kannst hier übrigens auch komplett die Poolanlage nutzen, die draußen ist, den den Saunabereich und den Spa-Bereich auch. Und ich würde sagen, ich zeige euch das dann. Ich bin komplett begeistert jetzt schon. Es ist ein 4-Sterne-Hotel, dementsprechend auch ein 4-Sterne-Campingplatz. Für eine Durchfahrt, für eine Zwischenfahrt optimal. Du kannst hier hinten, sind auch viele Wanderer, die einfach dann wandern gehen, in die Berge gehen von hier aus und einfach nur den Campingplatz nutzen für ihren Wohnwagen zum Abstellen und den ganzen Tag unterwegs sind. Hier befinden wir uns jetzt auf dem Campingplatz. Hier sieht man, dass es einige Stellplätze gibt, die wirklich nur aus Schotter bestehen und nicht Wiese. Ich bin dankbar, dass wir tatsächlich Wiese haben, weil das bei uns einfach viel mehr macht. Jetzt im Hintergrund sieht ihr schon die Berge. Oh, ich liebe ja Italien, ich liebe Südtirol und hier so ein gigantischer Berg im Hintergrund. Dort oben habt ihr schon Löwenhof, das ist dieses eigentliche Hotel. So, und jetzt gehen wir mal in die Sanitäranlagen, die direkt am Campingplatz angebaut sind. Und ich glaube, dass die für den Campingplatz einfach diese Kellerräume ausgebaut haben. Aber auch wirklich sehr einfach gehalten und sehr schön. Ihr wisst ja, dass ich diese Einfachheit liebe. So ein bisschen Natur gehalten und auch von den Mauerwänden einfach ganz entspannt, ganz normal. So, hier geht es jetzt die Treppe runter in den Keller. Und hier haben wir schon WC, Dusche, Waschmaschine und Abwaschen. Hier in dem Bereich habt ihr den Kinderraum und hier die Tischtennisanlage. Hier geht es zum Abwasch. Was wirklich ganz cool ist, du hast hier überall Trinkwasser. Also du kannst ja dein Wasser hier auch direkt abfüllen und trinken, machen übrigens alle. Hier im Hintergrund hast du die Waschmaschine. Was an den Sanitäranlagen übrigens ganz toll ist, dass es ein Gemeinschaftssanitärbereich ist. Also du hast deine einzelnen Kabinen und kannst dich dann als Familie fertig machen und als Familie duschen gehen. Und das muss ich sagen, ich finde das toll. So, hier befinden wir uns in den Toilettenräumen. Auch richtig niedlich gemacht. Guckt euch das mal an. Diese Fliesen dort in der Mitte. Hier hast du noch einen Wickelbereich für die Kinder. Außerdem könnt ihr hier nie rechts und links runterfallen. Also genauso müsste jeder Wickelbereich sein in so einer Nische drin. Das ist ein Bereich, der alles beinhaltet. Also der hat hier tatsächlich eine Dusche. Wunderschön, einfach, toll, gemütlich vor allem. Und diese Farben, die sind so dezent mit diesen ganzen
Naturmaterialien und auch mit diesen Farbakzenten. Es ist einfach, macht Spaß, da drinnen zu sein. Und hier befinden wir uns in den Waschräumen jetzt. Hier hast du die Waschbecken einzeln und hier hast du die Duschen mit dran. Das heißt, du kannst hier duschen gehen und kannst dann gleich dich hier im Hintergrund fertig machen. Und das ist das, was ich toll finde, dass es einfach gemischt ist. Und das ist übrigens der Wartebereich für alle, die schon fertig sind. Und die können dann auf ihre Familienmitglieder warten. Und das ist so gemütlich hier. Und es ist vor allem, da es im Keller ist, wirklich gut durchdacht, ist es einfach schön kühl und angenehm. Du kannst dich in Ruhe in so einem gemütlichen Licht fertig machen. Hier ist der Pool früher gewesen. Das ist das Hotel, das haben sie komplett umgebaut. Und hier ist der Pool früher gewesen. Und wir stehen aktuell hier. Direkt hier an dem Hotel und zu dem Eingang zum Campingplatz befindet sich ja auch dieser wunderschöne Spielplatz. Und wenn man hier schon schaut, wow. An dieser Kreuzung standen wir gestern übrigens, total übermüdet, total überfordert. Wir haben einfach den Eingang von dem Campingplatz verpasst und mit unserem 12-Meter-Gespann eigentlich standen wir hier um die Ecke. Dort unten habt ihr auch nochmal Stellplätze für welche, die eben kurz die angereist sind und wo keine Plätze mehr auf dem Campingplatz frei waren. Wenn man nicht reserviert hat, kann das auch sein, dass man dort unten stehen muss. Der Berg ist aber allerdings sehr steil, also mit dem Wohnwagengespann dort hoch. Mit so einem lang auf jeden Fall kommst du dort nicht lang. Wenn ihr vom Brenner kommt, kommt ihr von dieser Straße dort oben. Also ihr befindet euch auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Wenn ihr hier runterfahrt, müsst ihr direkt hier, wo dieses Schild ist, in diesen Parkplatz reinfahren und kommt dann Richtung Campingplatz. Der ist ein paar Meter entfernt. Wir sind jetzt dort reingefahren, wo das Wohnmobil gerade rauskommt. Ah, genau den ist es gerade auch passiert. Die sind hier die Kreuzung reingefahren, aber hier musst du reinfahren, so wie jetzt. Dadurch, dass ich gestern so übermüdet war, wir waren die ganze Nacht wach und ich so fertig war durch diese anstrengende Reise über den Brenner mit unserem Auto, was eben halb fertig ist, habe ich dann nicht mehr dran gedacht zu schauen, wo wir genau rein müssen. So, das sind übrigens Fahrräder zum Ausleihen. Die kann man sich hier direkt am Löwenhof Camping mieten. Aber habt ihr das gerade gesehen, das Bild drin an der Rezeption? 1890 ist dieses Bild entstanden. Das heißt, dieses Haus, dieses alte weiße Haus hier im Hintergrund, das stand schon 1890. Also zuerst war hier alles voller Wiese. Die Leute konnten damals schon hier campen. Und dort hinten in der Ecke, da war der Pool. Hier auf diesem Platz, auf diesem Campinggelände, ja, stand mal ein Pool. Was denkst du, an welcher Stelle dieser Pool auf diesem Platz stand? Dein Ernst? Ja. Dass hier mal ein Pool stand? Ja, also ein richtig großer Pool. Du hast ja den Campingplatz jetzt schon gesehen. Wo auf diesem Platz könnte dieser Pool gestanden haben? Wahrscheinlich eher da hinten. Falsch. Der ist genau dort gestanden, wo wir erst hingehen sollten. Auf dem Platz ganz hinten in der Ecke. Okay, krass. Hätte ich nie gedacht. Ja. Ich habe noch eine ganz andere Theorie. Und zwar ist hier dieser wunderschöne Fluss, der direkt aus den Bergen kommt und hier wunderschön ins Tal mündet. Und ich vermute mal, dass hier, wo wir jetzt sind, da war einfach eine Badestelle. Und aus dem Grund haben die hier das Hotel hingebaut. Und dann haben sie Erde aufgeschüttet und haben das dann irgendwann mal erst als Pool und dann als Campingplatz. Nein, die Brain-Idee. Ich glaube, das war kein Hotel, ich glaube, das war wirklich ein Wohnhaus. Guck dir mal drinnen an der Rezeption, haben die wunderschön gemacht, die Bilder von früher. Und das war ein Wohnhaus. Könnte auch sein, ja. Ja. Wir wollen jetzt mal eine Runde gehen. Das war eine Idee von der Maria. Und wie es die Maria halt so macht, wir gehen erstmal los. Und während des Gehens gucken wir dann, in welche Richtung wir überhaupt müssen. Warte mal, ich muss nochmal neu starten.
Wie neu starten? Wir können ja einfach gehen. Während des Laufens kommt uns schon eine Idee. Also hier im Hintergrund seht ihr jetzt übrigens das, was ich für ein Krankenhaus vermutet habe. Aber das ist kein Krankenhaus, das ist ein Modehaus, ein Modecenter. Und hier, dort ist gleich der Campingplatz anschließend. Also nur dieser schöne Fluss, der bis dorthin geht, trennt uns von dem Mode-Einkaufs-Shopping-Erlebnis. Das ist wieder voll die optische Täuschung, die man hier hat. Man hat das Gefühl, dass es hier bergab geht, aber das Wasser fließt hier ins Tal. Es fließt einen Berg nach oben. Ja, das sieht aus, als würde es da runtergehen. Wir befinden uns jetzt hier, also irgendwie zack an diesem Turm, Verlies vorbei und dann schauen wir mal. Kennt das vielleicht der eine oder andere von euch da draußen? Wart ihr schon mal hier? Ich bin mir sicher, dass es zu dem Kloster wahrscheinlich eine interessante Geschichte gibt. Psst. Nicht bewegen. Wir werden ganz genau beobachtet. Sieht gruselig aus. Also, das ist das Kloster Neustift, Abbazia di Novacella. Das ist mein Name. Das ist creepy, das ist wirklich creepy. Was auch immer sie uns damit sagen wollen, klingt nicht so optimistisch. Das ist doch gestört ein bisschen, oder? Das sind Badekappen, die im Wasser verschollen, verloren gegangen sind. Und das sieht aus wie so ein Fisch, der mir einen Stinkefinger zeigt. Komische Kunst. Ja, auf jeden Fall eine interessante Ausstellung. Das hier genau ist auch mein Motto. Der Weg ist das Ziel, weil nur das, was man unterwegs erlebt, auf dem Weg zum Ziel, macht das ganze Leben lebenswert. Das ist doch Italien, oder? Weinhänge ohne Ende, direkt am Kloster. Das Efeu hier an dem Haus, das sieht so aus, als würde das Haus atmen. Das Efeu bewegt sich, wenn der Wind so durchrauscht. Das ist mal ein Turm.
Was ich auch kurios finde hier ist, dass hier alles offen ist. Du musst dir nichts bezahlen, du kannst überall rein. Das ist ein echt cool gemachtes Museum hier. Du kannst einfach reinspazieren. Ja, wir wollten jetzt eigentlich in diese Kirche noch rein, aber leider ist es ein bisschen zu spät. Wir hatten zwar noch eine Dreiviertelstunde Zeit, aber der Rundgang muss so groß sein, dass wir keine Karten mehr gekriegt haben. Schade, aber wir werden vielleicht eine andere Kirche hier in Italien mal anschauen, weil die rentieren sich wirklich hier. Wir sind ja doch Zeitzeugen eines Unfalls. Schaut euch das mal an. Hier ist die Straße und hier ist die Brücke. Da geht es zum Kloster. Und hier hat irgendein Wohnmobil versucht zu wenden. Geschichte. Schatz, wir sind zwar keine Italiener, aber wir sind in Italien. Da brauchen wir italienische Pasta. Italienische Macaroni. Naja, dann guck mal bitte, wie lange die drin bleiben müssen. Ich habe von den Dingern keine Ahnung. Naja. Ganz normale Macaroni. Hier, sowas hier. Das hier, Penne. 12 Minuten stehen. So, wir haben zwar bei uns Risa-Nudeln, die wirklich lecker sind, aber wir probieren jetzt mal diese italienischen Nudeln und diese italienische Soße. Hey, auf jeden Fall haben die WhatsApp, steht hier hinten drauf. Das ist gut, die Firma haben WhatsApp, also würde ich sagen, schreiben wir die jetzt mal an per WhatsApp. Steht hier. Also das ist ein Produkt aus Italien. Ich glaube, dann nehmen wir die hier mit. Und? Naja, 54 € für ein paar Getränke, Nudeln, Käse. Es ist und bleibt teuer, so wie in Deutschland. Wollen wir den Beutel einfach über den Zaun stellen, damit wir nicht so viel zu tragen haben und dann einfach links rumlaufen? Wenn ich jetzt Anlauf nehme und drüber werfe, dann landet es automatisch im Kühlschrank, oder? Ich möchte gerne hier draußen kochen. Ich will jetzt den Schrank nicht aufbauen, aber kann man die Induktionsplatte irgendwie hier drauf stellen und hier draußen kochen, bitte? Ganz ehrlich, ich liebe es einfach draußen zu kochen. Es macht einfach so einen Fun. Ich könnte es mir nicht vorstellen, in einer Ferienwohnung in der Küche zu stehen und dort zu kochen. Und vor allem, man ist einfach mittendrin im Geschehen und hat einfach den ganzen Tag 24 Stunden frische Luft. Wir hatten da noch einen Löffel. Bis gleich. Also bei uns heißt es immer Wasser sparen, wir müssen die Welt retten. Und hier gibt es keine Abflusstropfen. Ich muss jetzt während des Abwaschens die ganze Zeit das Wasser laufen lassen. Aber die haben halt echt nirgends Abflusstropfen.
Dieser Zwischenstopp tut uns unheimlich gut, dass wir ganz entspannt dann auf diesem großen Campingplatz anreisen. Das hätten wir so nie geschafft, mit Kindern generell nie. Und das ist so ein schöner Platz Erde. Im Hintergrund siehst du die Berge und hier ist so eine Wohlfühloase geschaffen, wieder mit Natur, mit Bäumen, mit Büschen, mit Steinen, mit Kiesel, mit Holz und diese Liegestühle. Es ist einfach wunderschön. Und vor allem hier hinten hast du auch tatsächlich deine Ruhe. Wenn es vorne am Pool mal ein bisschen lauter ist, hast du hier hinten deine Ruhe. Und wisst ihr, Stil muss nie luxuriös sein. Die Natur, die du normalerweise auf Campingplätzen hast, muss auch auf dem Campingplatz mit eingebaut sein, ist meine Meinung. Deswegen kommen diese Campingplätze, die auf Naturbasis gebaut wurden, immer sehr gut an. Es war wunderschön hier am Campingplatz Löwenhof und wir freuen uns auch morgen auf den nächsten Campingplatz und ich würde sagen, ich mache uns schon fertig in dem wunderschönen Bad. Aber irgendwie hoch. Guten Morgen. Hört ihr das im Hintergrund? Das Rauschen von dem Fluss. Das ist so unheimlich beruhigend. Aber tagsüber hörst du das tatsächlich nicht so. Das hörst du wirklich nur nachts. Oder wenn es ganz ruhig ist noch auf dem Campingplatz. Und was ja auch richtig schön ist, hier im Hintergrund haben wir den Berg. Und es fühlt sich so an, als würde die Sonne sich hinter dem Berg hervorkämpfen. Also der Berg ist ja mächtig. Ne? Die Sonne, die braucht ein bisschen, bis die es über den Berg geschafft hat. Das sind so Naturerlebnisse, die man nur auf dem Campingplatz erlebt. Guten Morgen. Ich bin jetzt auch erwacht, nachdem die Maria hier schon fleißig am Werkeln ist. Wenn man ein Auto hat, was nicht so leistungsfähig ist, ist es vielleicht nicht so schlau, alles mitzunehmen, was man hat. Was wir aber gemacht haben. Wir sind ausgerüstet als, ja, wären wir auf einer Safari unterwegs. Und das kriegen wir gerade zu spüren. Wir haben wirklich an alles gedacht. Wir haben hier alles mitgenommen. Wir haben die Kühlbox mitgenommen. Wir haben den riesengroßen schweren Grill mitgenommen, wo wir drin einen Gaskocher haben und ein Induktionsfeld noch. Es ist einfach alles ein bisschen zu schwer. Deswegen habe ich gestern mich nochmal mit der KI auseinandergesetzt und habe die befragt nach den Beladungstechniken etc. Und die hat uns den Tipp gegeben, wie man halt richtig belädt. Das bedeutet für uns aber, dass wir jetzt alles nochmal umräumen und umpacken müssen. Und dadurch, dass wir hier jetzt schon ein bisschen in Zeitverzug sind, muss es jetzt ein schnelles Frühstück sein. Eigentlich wollten wir ja erst nach dem Frühstück fahren, aber ich habe früh immer diesen Drang, dass wir dann gleich losfahren müssen. Da sieht man auch mal, wie intelligent wir gepackt haben. Die Maria hat halt sogar ihre Übergangsherbstjacke mitgenommen. Und ich übrigens auch. Also, ja. Wenn wir das nächste Mal so eine Reise machen, dann achten wir wirklich genau darauf, was wir einpacken. Dann schaffen wir es vielleicht auch den Brenner wieder hoch. Kennt ihr das? Dass ihr einfach zu viel mitnehmt? Dass ihr denkt, boah, das brauche ich unbedingt. Und während der Reise denkt ihr, ach du Scheiße. Darauf hätte ich gut und gerne verzichten können. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben.
Ja, wir haben ein Problem mit unserer Stützlast und wir haben ein Problem, wir haben einfach zu viel mitgeschleppt und ehrlich gesagt haben wir da gar nie dran gedacht. Dadurch, dass das Auto einfach so Probleme gemacht hat vorher und wir gar nicht so richtig wussten, ob wir fahren können oder nicht, haben wir überhaupt nicht daran gedacht, dass wir einfach weniger einpacken. Egal, das nächste Mal lernen wir eben draus. Wir haben es jetzt ganz anders gemacht. Wir haben ja die Stühle sonst immer dort hinten unterm Bett. Die sind einfach zu schwer. Wir haben die Stühle jetzt hier platziert. Hoffe, dass nichts passiert. Wir haben die eigentlich fixiert. Und hier im Heck, ich weiß nicht, wie ihr das macht, könnt ihr gerne mal sagen. Es muss ja alles ein bisschen ausgewogen sein. Und wenn die Stützlast vorne zu stark ist, wie gleicht denn ihr das aus, dass das passt? Also ihr packt es ins Auto wahrscheinlich, da müsst ihr auch aufpassen, dass das Auto nicht so weit unten ist. Wie packten ihr das, dass der Wohnwagen richtig ausgerichtet ist? Macht ihr die Stützlast bis zum maximal, dass wenn ihr die Stützlast maximal 100 habt, dass ihr auch 100 macht, oder macht ihr weniger? Wo tut ihr die ganzen Sachen hin platzieren? Eher in der Mitte oder hinten? Also wir haben jetzt das Problem, dass es 10 Kilo zu schwer ist vorne. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir doch nochmal irgendwas nach hinten packen. Und den Kinderwagen, den haben wir jetzt mehr ins Auto bekommen, den tun wir jetzt einfach hier als Rutschsystem einfach mit rein. Die Betten sind tatsächlich wirklich diesmal leer. So, ich packe jetzt nochmal um und dann hoffen wir mal, dass das Gewicht anders ist, einfach vom Laufen her. So, die Maria, die checkt jetzt nochmal alle Fenster etc. Und das macht man natürlich, nachdem wir alles eingeräumt haben. So, wir haben jetzt eine Reise von ungefähr 2 Stunden mit Wohnwagen 2,5 Stunden vor uns. Über Bozen, Trient, dann runter zum Camping Piani di Clodia an den Gardasee. Wir sind gespannt, wir haben das Auto jetzt komplett anders beladen. Der Wohnwagen ist deutlich leichter, das Auto deutlich schwerer. Schauen wir mal, ob das was bringt beim Fahrverhalten. Ja, und wir sind mega gespannt. Das Wetter ist astrein. Also beste Voraussetzungen für einen geilen Urlaub. Und ja, wir freuen uns auf diesen Campingplatz. Ganz kleines Mühe, 1 Millimeter. Gut. Wir werden immer besser. Ich bin immer wieder aufgeregt, wenn wir losfahren mit so einem Riesending. Ey. Ich muss ehrlich sagen, es ist gut, dass wir so einen großen Wohnwagen haben. Mit 6 Personen brauchst du das schon. Aber kauft euch einen Wohnwagen so klein wie möglich. Am liebsten würde ich ja mit so einem kleinen Transporter um die Welt reisen und in Urlaub fahren und dann irgendwo draußen mein Zeug machen. Draußen Frühstück und alles. Gut, also mit so einem großen Wohnwagen kannst du halt natürlich auch Wintercamping machen. Ich glaube, dass ich jetzt einfach nur Angst habe, weil unser Auto eben noch nicht richtig Leistung hat. An alle, die so ein Adria Adora 613 PK haben, schreibt mal bitte in die Kommentare, was habt denn ihr für ein Zugfahrzeug? Mit was für einer Leistung habt denn ihr oder fahrt denn ihr diesen Adria? Wir haben den Ford Tourneo, also ich glaube gar nicht so viel Leistung. Wir haben auch damals, als wir den gekauft haben, noch gar nicht gewusst, dass wir überhaupt einen Wohnwagen kaufen. Da waren wir immer noch mit Zelt unterwegs. Ich bin ein Rebell, aber mit Kindern bin ich einfach ein Schisser. Wenn ich alleine unterwegs bin, wäre das definitiv was anderes. Da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Aber wenn du so viele Kinder hast, trägst du doch schon eine sehr, sehr große Verantwortung. Es ist auch irgendwie immer so ein besonderes Gerät, der E-Muk, weil das ist das Erste, was man braucht, wenn man ankommt, und das Letzte, was man einpackt, wenn man fährt. Irgendwie so eine spezielle Verbindung hat man dazu. So, raus aus der Schranke, bezahlt haben wir schon am ersten Tag. Keine Karten abzugeben, ist wirklich ein Luxus, nichts abgeben, einfach nur packen und fahren. Und ich hoffe, dass der Marco jetzt hier wirklich rauskommt. Und jetzt geht's auf zum Campingplatz Gardasee Piani di Clodia. Also größten Respekt alle, die so einen Wohnwagen fahren können, alle, die so einen LKW auf den Straßen fahren. Das ist schon eine übelste Wucht, was ihr dort unter den Hintern habt. Und wie fährt sich's? Kann ich noch nicht sagen.
Ist alles ordentlich angeschlossen hinten? Hast du nochmal geguckt, die Bremse und so? Ja, ist alles okay. Oh Gott, ich habe Angst. Geht los. Das Auto fährt sich deutlich anders. Die Gewichtsverteilung ist besser, man merkt das auch. Also die KI hatte recht.